Meistens, wenn die dann die Mittel bekommen haben zum Ablegen, dann fangen die an, mit dem Popo so ein bisschen zu wackeln. Und dann werden einfach die Beine schwach und dann fallen sie um. Die Vollnarkose beginnt zu wirken. Für die sanfte Landung sorgen tiermedizinische Fachangestellte Sophie Meyer und das OP-Team mit vollem Körpereinsatz. Das Tierärztliche Zentrum für Pferde liegt im Grünen vor den Toren von Kirchheim. Es gibt hier Behandlungsräume, einen Intensivbereich, Labor und den OP wie in einer normalen Klinik, aber eben alles in XXL. Geschäftsführer Dr. Ulrich Walliser sorgt mit seinem Team von über 50 Mitarbeitern dafür, dass die Pferde bald wieder auf die Beine kommen. Heute operiert er mit Kollegin Hanna Reg ein wertvolles Sportpferd. Der Schimmel hatte auf der Weide seine Lebensfreude genossen, ist rumgebockt, wie man so schön sagt, und hat sich dabei das Fesselbein gebrochen. Und dann stand er natürlich auf 3 Beinen und kam als Notfall hierher. Heute zeigt sich, ob Ulrich Walliser und sein Team ihm helfen können. Wir konnten schon sehr viele Frakturen heilen, aber es gibt natürlich schon noch Frakturen, die auch nicht zu heilen sind. Tierärztin Hanna Reg und ihre Kolleginnen haben einen Knochenjob. Sie müssen fast 600 Kilo bewegen. Ich mag daran, dass es auch irgendwo ein Handwerk ist. Und Kopf und Hände einzusetzen war dann so die Zusammenführung mit der Liebe zu den Tieren. Neben Muskelkraft müssen die Ärzte auch Fingerspitzengefühl beweisen. Den Bruch wollen sie mit 3 Schrauben fixieren. Jede Schraube muss exakt sitzen, damit der Spalt glatt zusammenrutscht. Das müssen sie immer wieder auf dem Röntgenbild kontrollieren. Jeder hat eine Testspielpass. Das ist die untere. Mhm. Gut. Nochmal Röntgen. Nach jedem Schritt aufs Neue. Nichts darf schiefgehen. Die erste Schraube sitzt schon mal perfekt. Nur wenn alle Schrauben exakt eingesetzt sind, wird das kostbare Pferd wieder fit. Hat es geklappt? Perfekte Gott nicht, gell? Ach rein. Gut, nehmen wir zu. Der Frakturspalt ist schön zusammengegangen und eine sehr schöne Rekonstruktion von der Gelenke herkriegt. Und die sind sehr häufig schon nach wenigen Tagen relativ schnell schmerzarm oder schmerzfrei. Gips bleibt 2 Wochen drauf, ist ein Pferdetier und dann läuft er schon ohne Gips. Und praktisch denken muss ein Pferdearzt auch. Das Klopapier ist deswegen da, dass der Kunststoff Gips, der Scotchgras, klebt sonst an der Verband. Und wenn man den später runtersägt, dann klebt es so doll, dass du nicht runterkriegst. Und wenn das Klopapier als Trennschicht ist, dann lässt er sich ganz einfach lösen. Ich hatte immer eine hohe Affinität zu Tieren und bevor ich Abitur gemacht habe, bin ich immer wieder beim Landpraktiker damals mitgefahren. Der hat mich fasziniert, die Tätigkeit. Und das war so ein bisschen einfach der Traum, den ich mir selber erfüllen wollte. Die Liebe zu den Tieren liegt in der Familie. Auch Sohn Marius kommt in den Ferien oft mit seinem Vater in die Klinik. Also ich finde es sehr interessant hier und ich bin auch gerne hier und gucke da halt richtig oft zu und so. Manches finde ich auch ein bisschen eklig, aber eigentlich finde ich es toll, dass die Tierärzte halt die Tiere auch retten und so. Die OP ist geglückt. Jetzt ist wieder Muskelkraft gefragt beim Aufwachen. Beim Runterfahren, kurz vor Boden, müssen wir das ganz weit rüber drücken, okay? Ja. Rüber, 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 rüber. Ja, und runter. Jawohl. Gut, und runter. Wir haben extrem wenig Probleme bei der Aufstehphase. Aber bei so Frakturpatienten ist es dann schon besser, man hat vielleicht nur eine kleine Kontrolle zusätzlich eingebaut. Ne? Darum überwachen sie das sorgsam. Ein Fehltritt beim Aufstehen und alles könnte umsonst gewesen sein. In der Zwischenzeit kümmert sich die tiermedizinische Fachangestellte Tonja Gunst um Dauergast Snoopy. Dass er heute noch hier steht, hat er Hanna Reg und einer Kollegin zu verdanken. Sie haben eine experimentelle Methode ausprobiert. 2-mal musste er wegen einer Kolik operiert werden. Nach der 2. OP hielt die Bauchnaht nicht mehr.
Und dann sind wir diese dritte Kolik-OP angegangen und haben den Bauch wirklich verschlossen, indem wir sehr, sehr starken Draht eingebracht haben. Damit haben wir sein Leben gerettet. Der Schimmel Glory erwacht aus der Narkose. Eine kritische Phase. Jetzt muss jeder mit anpacken. Top, hä? Steht. Ich kann den Besitzer anrufen. Der wartet 100% schon. Super. Zweimal hat er versucht aufzustehen, aber ist nicht aufgestanden. Und jetzt hat es gepackt, ne? Ja. Super. Und hier bei dem sieht man auch ein bisschen, dass er ein bisschen Überbiss hat. Das heißt, man muss ihm da auch mal wieder ein klein bisschen die Schneidezähne einkürzen. Dr. Christian Schreitmüller ist einer der mobilen Tierärzte im Tierärztlichen Zentrum für Pferde in Kirchheim. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen kümmert er sich um das Wohl der Pferde. So schlimm ist es doch gar nicht mit uns, ne? Mit seiner rollenden Praxis fährt Christian Schreitmüller von einem Pferdestall zum nächsten. Also den Patienten, den wir heute haben, das ist ein Routine-Zahntermin. Wenn es Bereiche gibt, wo Zähne überstehen oder wo sich scharfe Kanten bilden, dass man die halt immer wieder ein bisschen abrundet. Und der Patient ist so ein bisschen ein ängstlicher in seinem Naturell. Müssen wir mal schauen, wie der sich jetzt heute so gibt. Man kann ja bei den Pferden so schlecht sagen, jetzt halt mal still. Oder, also klar, man kann es sich wünschen und bekommt jetzt ein Medikament, was so ein bisschen auf das Schlafzentrum wirkt, sodass man dann quasi ein gutes Maul auch öffnen kann. Mensch, das hast du jetzt aber heute echt ohne Wenn und Aber gemacht. Du. Das ist ja ein Traum. Okay, jetzt müssen wir mal einen Moment warten, bis er so ein bisschen zur Ruhe kommt. Das ist schon ein bisschen entspannter. Grundsätzlich mag ich alle Pferde gleich, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man manche vielleicht den einen oder anderen hat, den man vielleicht ein Tickchen mehr mag. Profimäßig. Das ist jetzt schon so ein bisschen Haken und Kanten, die müssen wir auf alle Fälle ein bisschen angleichen. Da Pferde ungern A sagen, braucht's Spezialwerkzeug. So kann Christian Schreitmüller dem Pferd sprichwörtlich auf den Zahn fühlen. Was beim Zahnarzt der Bohrer ist hier ein Schleifer in XXL-Format. Die Zähne von Pferden wachsen ein Leben lang. Unebenheiten müssen regelmäßig beseitigt werden. Das heißt feilen und schleifen, bis alle Kanten und Spitzen glatt sind. Ich fühle ja. Also es ist zum einen natürlich, man sieht es und man fühlt auch, wo halt Spitzen sind. Gell? Und ich gleiche das halt an, dass nichts mehr die Backe und Schleimhaut verletzen kann. Und jetzt noch kräftig ausspülen. Und hier bei dem sieht man ja auch ein bisschen, dass er ein bisschen Überbiss hat. Das heißt, man muss ihm da auch mal wieder ein klein bisschen die Schneidezähne einkürzen. Und er hat wieder so richtig schöne Zähne. Währenddessen im Tierärztlichen Zentrum. Dauergast Snoopy hat 2 Kolik-OPs überstanden, doch dann hielt die Bauchnaht nicht. Sein Leben konnte nur ein medizinisches Experiment retten. Die Besitzerin war zu jedem Opfer bereit, auch finanziell. Ich habe sofort gesagt, wenn nur 1% Chance besteht, dass man ihn retten kann, dann operieren. Snoopys Bauchnaht hält nun nach der 3. OP ein Drahtgeflecht zusammen. Frau Reg und die Frau Dr. Basnik haben eine Technik angewandt, die auch hier in der Klinik noch nie zum Einsatz kam und haben den Mut bewiesen, das zu machen. Und man sieht, der Einsatz hat sich gelohnt. Das war wirklich das Wunder von Kirchheim. Es gab viele Momente, wo man wirklich voller Verzweiflung war, wirklich gedacht hat, wie kann es weitergehen. Aber mich hat irgendwie immer dieses Bild vor Augen getragen, dass er hier mit mir mit dem Hänger rausfährt
Und das hat mir so viel Hoffnung und Optimismus gegeben. Und ich habe auch an alle hier geglaubt, an ihn geglaubt. Und er hat jedem gezeigt, kämpft für mich. Und sie haben alle hier wirklich jeden Tag um ihn, mit ihm gekämpft. Dr. Ulrich Walliser schaut nach seinem Patienten Glory. Vor einer Woche hat er ihn wegen eines Fesselbeinbruchs operiert. Der Besitzer war da, der hat gesagt, er ist total glücklich, wie der läuft. Ja. Ich habe überlegt, ob man den mit früher, da gibt es sogar runter machen wie geplant. Ja. Und das läuft jetzt sehr gut. Noch immer unterwegs Dr. Christian Schreitmüller. Was unterscheidet den Tierarzt von einem Arzt für Menschen? Dass man halt einen Patienten gegenüber hat, den man nicht fragen kann. Das heißt, man muss da schon genau hinschauen, genau beobachten, auch die Besitzer genau fragen. Und dann natürlich am Anfang ist es sicherlich schon eine Schwierigkeit, die Diagnose zu stellen und dann halt auch den richtigen Behandlungsweg einzuschlagen. Juhu. Viele Pferde mögen tatsächlich auch Handschuhe nicht so gerne. Meistens, wenn irgendwer Handschuhe anzieht, dann wittern manche schon so ein bisschen den Tierarzt. Nachkontrolle bei einer Stute in Wolfschlugen. Sie hat ein dickes Bein und lahmt. Es deutet ja alles darauf hin, dass sie da irgendeine Art von Infektion in dem Bein hat. Das wäre natürlich auch möglich, dass sie einen Hufabszess hat, also dass Bakterien im Huf ihr Unwesen treiben und da halt eine Infektion auslöst, was halt auch mal schmerzhaft sein kann. Aber es ist eigentlich schon ein ganz guter Verlauf, weil die gestern noch viel schlechter lief und das Bein deutlich dicker war. Die ist nur auf der Zehenspitze gestanden? War die zuerst lahm und es wurde dann dick? Oder könnt ihr gar nicht so richtig sagen wahrscheinlich? Nee, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Reagiert die Stute auf den Zangendruck, ist das ein Zeichen, dass sie Schmerzen im Huf hat. Sie hat jetzt so nicht auf die Zange reagiert. Sie läuft ja besser und das Bein ist schon dünner geworden. Also so, dass ich schon hoffe, dass das Antibiotikum so greift und dass das weiter so einen positiven Verlauf hat. Christian Schreitmüller ist zufrieden. Weiter geht's. Der nächste Patient wartet schon. Nachts in der Klinik in Kirchheim. Ein Notfall. Julia Loser ist besorgt. Ob er eine erhöhte Atemfrequenz hat oder eine Herzfrequenz, das hat er tatsächlich. Und er koligt ja weiter. Das ist jetzt halt gerade so an der Grenze. Was macht man jetzt? Doch der Reihe nach. Wie jeden Abend Übergabe von der Spät- zur Nachtschicht. Die tiermedizinische Fachangestellte Isabel Stanzel informiert die Kolleginnen der nächsten Schicht über die Eigenheiten der Patienten. Getreidefreie Müsli drin frisst ihr auch nicht. Also sie frisst nur mit Getreide und auch nur kleine Portionen und es darf nicht zu wässrig sein. Okay. Assistentin Julia Loser ist in dieser Nacht für die Versorgung der Tiere zuständig. Ja, auch die Fraktur Fesselbein vorne links. Der hat ein Cast-Runde bekommen und hat jetzt einen dreilagigen Stützverband drauf. Das Team geht von Patient zu Patient und bespricht, was zu tun ist. Snoopy ist halt Snoopy. Alles gut soweit. Der war vorhin noch mal draußen, war noch mal grasen, hat seine Heukops bekommen, seine Medis und ist glücklich. Dann kommt ein Notfall rein. Der Ringo war auf der Koppel und dann haben sie ja gesehen, dass der Ringo da lag, was sehr untypisch ist. Dann hat sie die Hufe ausgekratzt und dann hat er sich hingelegt und das ist so ein typisches Zeichen für Kolik. Der Tierarzt kam dann gleich, der hat was gespritzt, dann war es zuerst wieder besser und dann ging es schlagartig wieder schlechter und dann haben wir gesagt, ab in die Klinik. Die Besitzerin, Mutter und Tochter hoffen das Beste. Ringo bleibt hier und Julia Loser wird ihn die Nacht über im Blick haben. Falls sich sein Zustand verschlechtert, kann sie jederzeit eine Tierärztin rufen. Um 2 Uhr müssen wir noch mal Fieber messen bei Box 5. Um 3 noch mal gucken, ob es geäpfelt hat, kriegt noch mal was zu fressen. Snoopy, klar, morgen früh um 6 kriegt er erst wieder was. Und unser Hauptpatient ist jetzt heute Nacht der Ringo. Jetzt warten wir mal, wie er sich auch verhält in der Box. Der hat ja auch ein bisschen Öl gekriegt zum Abführen. Vielleicht kommt doch noch was hinten raus. Ringo hat seit mehreren Stunden nicht geäpfelt. Kein gutes Zeichen. Ich gehe jetzt mit ihm ein bisschen spazieren, ein bisschen joggen, damit vielleicht sich die Verstopfung löst. Das Schlimmste war tatsächlich, dass bei mir in der Nachtschicht mal ein Fohlen eingeschläfert werden musste, weil man es einfach nicht mehr retten konnte. Und wenn man auch selber Mama ist, dann weiß man einfach, wie schlimm das auch für eine Stute sein kann. Damit habe ich doch auch lang gekämpft, weil ich dann immer, man denkt einfach immer wieder dran an solche Erlebnisse, wenn man Tiere auch gehen lassen muss.
Inzwischen ist sie allein mit den Tieren. Ganz schön unheimlich. Man gewöhnt sich dran. Ich bin jetzt auch nicht so schreckhaft. Da gibt es bestimmt andere. Aber mir macht es jetzt hier nichts aus, weil ich habe immer Tiere um mich rum. Das ist ja auch immer ein Tierarzt in der Nähe. Und also es ist ja, allein fühle ich mich ja nicht. Ja. Die Verstopfung bei Ringo hält an. Es geht ihm zunehmend schlechter. Wo er hier war, war unauffällig. Erst wo er dann in der Box war, hat er sich hingelegt, dann war ich mit ihm laufen. Auch dann war er ruhig. Und dann habe ich ihn wieder rein, dann hat er wieder angefangen mit Koliken. Und jetzt ja, er zittert schon ziemlich. Ne? Zittert extrem. Und die Blutwerte sind auch gestiegen. Wir gucken mal noch mal rein. Tierärztin Dora Lengil überprüft die Darmaktivität per Ultraschall und entnimmt Ringo Flüssigkeit. Die Bauchhöhlepunktat sollte immer so hellgelb und klar sein. Wir müssen halt die Werte einmal angucken und dann können wir ein bisschen mehr sagen. Im Labor checken sie Ringos Blutwerte. Also TP ist 1,8 und Laktat 2,5. 2,5. Okay. Also die Laktat ist tatsächlich weniger als im Blut. Das ist schon mal gut. Aber Ringos Bauch ist immer noch gebläht. Er leidet. Eine weitere Untersuchung soll Klarheit schaffen, ob er operiert werden muss. Komm. Super. Ich spritze noch ein bisschen Schmerzmittel erst. Also wir schieben die Sonde, um zu gucken, ob er Reflux hat, also ob Flüssigkeit zurück in den Magen kommt und nicht weitergehen kann. Julia Lohse spricht mit den Besitzern. Also mit den Besitzern ist jetzt ausgemacht, das OP-Erlaubnis ja. Narkose ist angerufen, die braucht ca. 20 Minuten. Okay. Isi muss das Narkosegerät noch umbauen für den kleinen Patienten. Gerade eine Stunde geschlafen. Isabel Stanzel macht sich bereit. Der ist jetzt halt für dieses Pferd, was ja so klein ist, viel zu groß. Das ist eigentlich für 600 bis 800 Kilo. Und deswegen baue ich das jetzt um, dass wir das dann beatmen können, falls es nicht selber atmet. Das schiebe ich eigentlich in ein normales Pferd rein. Und bei dem denke ich mal, da brauche ich die Dicke. Mehr kriege ich nicht rein. Er braucht nicht viel. Da passiert nichts. Ringo wird die Nacht überstehen. Die OP rettet sein Leben. Der Fuß gar nicht schlecht, aber der läuft schon sehr reserviert. Gell? Jetzt gehen wir einmal in die Halle. Ja. Dr. Ulrich Walliser. Ihm vertrauen sogar Olympiasieger wie Michael Jung. Den Michi betreue ich seit über 30 Jahren. Einer meiner treuesten Kunden überhaupt. Man hat vielleicht Kunden, die auch mal eine Olympiade mitgehen dürfen. Und wenn der eine Goldmedaille gewonnen hat, dann ist man einfach mehr als glücklich. Das sind Erfolgserlebnisse, die bleiben oder prägen einen ein Leben lang. Das Medizinische Zentrum für Pferde in Kirchheim gibt es seit über 30 Jahren. Hier kümmert sich ein großes Team von Spezialisten um das Wohl der Pferde. Auch diese beiden vertrauen auf die Expertise von Ulrich Walliser und kommen aus Bad Boll mit ihrem vierbeinigen Hochleistungssportler Black zur Sprechstunde. Er hatte letztes Jahr eine Verletzung an der Sehne und wir sind hier jetzt zur Kontrolluntersuchung, einfach um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist und wir ihn wieder aufbauen können, damit er wieder in den Sport zurückfindet. Black ist ein erfolgreiches Dressurpferd. Und zwar wäre es mir lieb, wenn Sie mal von hier aus der Ecke raus die Diagonale an der Hand hochtraben. Hier aus der Ecke raus, genau, aus der Ecke die Diagonale. Das ist die längste Strecke halt einfach. Also ganz 1000%ig läuft er nicht. Ne? Also auch draußen ist er vorne links so ein ganz kleiner Tick. Aber man sieht hier schon, dass auf dem weichen Boden einfach deutlich freier läuft. Ne? Ulrich Walliser hat jahrzehntelange Erfahrung und erkennt die kleinste Ungereimtheit im Gang.
Natürlich kann man jetzt auch sicherheitshalber einen Ultraschall machen nochmal. Ja, bitte. Das würde ich gerne machen. Ja, dass Sie drauf gucken. Ja. Also es tut ihm nicht weh, gell? Und man fühlt auch hier die alte Stelle. Ja, mir wäre es einfach sicher, wenn Sie sagen, grünes Licht, wir können beschlagen und sicherer wäre es, wenn man immer schallt. Ja. Während Black für den Ultraschall vorbereitet wird, Visite. Tierärztin Hanna Rieck bespricht in großer Runde den Gesundheitszustand jedes Patienten. 14-jähriger Wallach nach Colitis und chronischer Abmagerung. Colitis deutlich verbessert, hat durchgehend hohe Herzfrequenz, kein Herzgeräusch. Der frisst gut und hat geformten Kot, ne? Die ganze Nacht gefressen quasi, Heu gefressen und hat auch wirklich Appetit. Also er hat Heukops und Getreidemesh gekriegt. Wenn er jetzt frisst, dann soll er mal fressen und dann wegen Herz müssen wir mal gucken. Ja, okay, gut. Ja, und Durchfallsprofi steht wahrscheinlich nicht aus. Snoopy, 15-jähriger Wallach, Dauerpatient, 3-mal Kolik operiert. Geht's gut. Bisher Musterpatient, Samstag Duodenum noch deutlich wandverdickter, Herr Heu nur langsam gesteigert, täglich Verbandswechsel. Ja, hallo, Musterpatient. Das Zusammenspiel aus den medizinischen Herausforderungen des Patienten, aber auch der Besitzer. Wir müssen immer einen Weg finden, der zu beiden passt. Es ist nicht eine Krankheit und dann gibt es Plan A der Therapie, sondern es muss danach an die Haltung des Pferdes angepasst sein, an das Alter des Pferdes, an die Möglichkeiten des Besitzers. Dauerpatient Snoopy ist mittlerweile 169 Tage hier. Er verdankt einem medizinischen Experiment sein Leben. Ein Drahtgeflecht hält seine OP-Naht am Bauch zusammen. Auszubildende Rebecca Nagel kümmert sich heute um sein Wohl. 3-mal Kolik operiert, wo viele andere Pferde nicht durchgehalten hätten, hat er stets durchgehalten und ist einfach eine Kämpferseele. Zurück zu Dressurpferd Black. Er bekommt ein leichtes Beruhigungsmittel für die Ultraschalluntersuchung. Danke. Jetzt müssen wir kurz warten, bis er ein bisschen schläft und dann gehen wir rein. Trotz Beruhigungsmittel braucht Besitzer Nick Wiedmann viel Überredungskunst, das große Pferd in den Behandlungsraum zu bugsieren. Aber er will jetzt Klarheit. Dieser Druck, der Kunde kommt und möchte sofort eine Diagnose haben. Sie können nicht nach Hause fahren und sagen, gut, ich berate mich mal, sondern die möchten sofort eine Lösung des Problems haben. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung schlechthin. Das ist die alte Narbe. Man sieht hier eigentlich relativ deutlich, das ist alles so noch verdickt und hier in den Tunnel rein über diese Zubildungen. Aber an sich jetzt akut kaputt scheint erstmal nichts zu sein. Ja. Okay. Das scheint nichts zu sein. Also hier, wenn Sie hier mal runterfahren, hier, darf ich ja, klar. Da ist das Erbsenbein. Ne? Ja. Und da haben Sie hier weniger Platz. Ja? Ah, hier. Genau, da ist absolut das ist schon für die Füllung vom Tunnel. Ja. Ja? Okay. Da ist mehr Flüssigkeit drin. Ja. Und das soll weniger werden im Laufe der Zeit. Wenn es nicht weniger wird, dann schön anrufen und dann schauen wir mal. Und dann kann man von mir aus auch punktieren. Das Ultraschallergebnis ist gut. Black darf nun wieder ganz normal trainiert werden. Und den Besitzern fällt ein Stein vom Herzen. Wir sind jetzt eigentlich vom schlimmsten Ausgang so. Nein, aber nicht vom Schlimmsten. Nicht vom Schlimmsten, aber wir haben, ja, man kommt ja schon hier mit einer gewissen Erwartungshaltung hin. Jetzt ist natürlich umso schöner, die Erleichterung. Wer weiß, vielleicht wird Black der nächste Champion. Delgado lahmt immer mal wieder. Um die Ursache herauszufinden, kommt er heute ins MRT. Wir haben die Eisen runtergemacht, damit es keine Störsignale im MRT gibt vom Eisen, weil der magnetisch ist. Jetzt überprüfen wir gleich noch, ob Nagelreste drin sind, weil die auch zu Störungen führen können im Bild. Manuel Götz ist tiermedizinischer Fachangestellter im Therapeutischen Zentrum für Pferde in Kirchheim. Hier kümmern sich alle Mitarbeiter um die kranken Tiere. Es gibt einen Intensivbereich, Behandlungsräume und sogar ein MRT. Und in diesem wird Delgado heute durchgecheckt. Besitzerin Valentina hofft, dass es nichts Ernstes ist.
Der ist eigentlich ganz brav, mit dem kann man alles machen. Ohne Sattel reiten oder mal drauflegen. Ein bisschen Quatsch machen wir immer. Und damit Delgado beim MRT keinen Quatsch macht, bekommt er ein Beruhigungsmittel. Jetzt warten wir ein paar Minuten, bis er richtig schläft, und dann können wir schon in den Untersuchungsraum gehen. Seine Kollegin Astrid Steinborn hilft ihm. Pferde können auch im Stehen schlafen. Delgado schläft jetzt. Manuel Götz muss unterstützen und setzt jedes Bein auf Position. Die richtige Dosis bei der Sedierung ist wichtig. Also man geht immer grob nach Gewicht, wobei es da auch Unterschiede gibt von Rasse zu Rasse. Die vertragen dann auch, die eine Rasse verträgt mehr, die andere weniger. Ja. Manchmal lassen die sich dann mit der Sedierung besonders gehen und dann muss man die geschwind einmal hey, hallo sagen, dass die wieder auf ihren Beinen selber stehen und nicht so wegdösen, weil dann knicken sie manchmal einfach um, weil sie halt so gut schlafen. Jetzt schließe ich den Sedationstropf an, damit das Pferd einfach die ganze MRT-Untersuchung sediert ist und nicht aufwacht und Angst kriegt und dann rausrennt und panisch wird. Kann da auch mal was schiefgehen? Also ich hatte selber noch kein wirklich schlimmes Erlebnis. Die Kollegen aber, wenn das Pferd dann wirklich von der Sedierung kurz aufwacht und erschrickt, weil es irgendwas am Bein spürt oder so, dann kann es sein, dass die hier drin rumrennen, ausschlagen, ganz panisch sind. Ja. Und es ist dann, glaube ich, auch ein ganz komisches Gefühl, wenn man hier drinnen steht, kurz machtlos ist und Angst hat, dass einem was passiert, dass hier alles kaputt geht, dass dem Pferd noch mehr passiert. Genau, jetzt lege ich die Hufspule um den Huf drumherum, damit der Magnet dann auch ein Signal kriegt und wir ein Bild erhalten. Das Bein ist zwischen den beiden Polen des Magneten platziert. 1 bis 2 Stunden dauert so eine Untersuchung, je nachdem, wie viele Bereiche am Pferdebein gescannt werden. Da kann es auch mal sein, dass die Blase drückt. Bitte stehen. Gut. Valentina ist die ganze Zeit dabei, um ihrem Pferd Geborgenheit zu geben. Der MRT-Scan wird später eine Fesselträgerreizung zeigen. Sie ist aber schon am Abheilen. Es war richtig cool, da so dabei zu sein und das auch mal mitzuerleben. Und ich bin auch sehr stolz auf Delgado, dass er so brav mitgemacht hat alles. Delgado hat Glück gehabt. Im Behandlungsraum wartet der nächste Patient. Ich punktiere jetzt einmal seine Bauchhöhle und schaue, ob wir noch Bauchhöhlenflüssigkeit gewinnen. Wir denken, dass das Pferd einen Dünndarmverschluss hat. Das wäre tödlich. Tierärztin Lisa Schäfer hofft, dass es noch Rettung für das Pferd gibt. Also normalerweise sollte die Flüssigkeit, die da rauskommt, hellgelb sein, ganz klar. Wenn die so ist wie jetzt, blutig, das heißt, dass vermutlich schon Darmteile abgestorben sind. Im Labor bekommt ihre Kollegin Tierärztin Vera Wiesenöcker dann traurige Gewissheit. Wenn der Darm am Kaputtgehen ist, dann steigt der Wert im Bauch schneller an als der im Blut. Und genau das haben wir jetzt. Also das Pferd bräuchte eine Kolik-OP. Also wir müssen da gucken, was da los ist, ob man es operieren kann. Wenn wir in der OP sehen, dass da ganz viel Darm kaputt ist oder ein schlechter Anteil vom Darm oder so, dann kann es auch passieren, dass wir das Pferd nicht mehr aus der Narkose aufwachen lassen, wenn die Prognose zu schlecht ist. Die OP bestätigt die Befürchtungen. Das Pferd ist nicht mehr zu retten. Wir haben manchmal wirklich auch so Wochen, wo wir irgendwie 4 Pferde innerhalb von 3 Tagen einschläfern müssen. Und dann nagt es schon ganz schön an einem, ja. Doch die Tierärzte geben alles, wie bei Dauergast Snoopy. Dank einer experimentellen Methode wird seine Bauchnaht jetzt mit einem Drahtgeflecht zusammengehalten. Nach der 3. Kolik-OP geht es ihm gut. Jetzt wird er in der Klinik langsam auftrainiert. Tiermedizinische Fachangestellte Isabel Stanzel überwacht heute seine Trainingseinheit. Die Besitzer sind sehr vorsichtig, was ich auch gut finde, wenn man ein Pferd hat, das einfach schwer krank war. Und deswegen ist er noch bei uns. Durch die Kolik-OPs musste viel stehen, dass die Wunde gut verheilen kann. Und ja, jetzt darf er wieder ins Training.
Und hoffentlich bald auch nach Hause.